Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir schauen, was ich heute weitergeben darf. Wir haben hier den Schutz. Wir haben den Luftgeist mit dem Thema Wissen. Und wir haben den Pegasus mit der Überwindung von Hindernissen. Unter dem Deck haben wir das Thema Reinheit. Wasser ist hier wichtig. Und wir haben die glücklichen Gedanken. Und wir haben hier ein Thema, das nennt sich hier Brüder und Schwestern, aber im Prinzip geht es darum, mit anderen gut auszukommen. Das Beste in anderen zu sehen. Und unterm Deck haben wir das Thema Bewegung. Also, schauen wir uns das ein bisschen näher an. Mit der ersten Situation sind wir am Ausgangspunkt der Legung. Das finde ich schon wieder sehr spannend, denn da geht es darum, wie geht es uns mit uns selbst? Fühlen wir uns gut genug? Wie ist die Wertschätzung? Und das sind auch Urteile von anderen. Aber die Karte sagt, wir sind durch unser eigenes Energiefeld geschützt. Egal welche Emotion hier auch immer vorhanden ist, das ist ja bei allen unterschiedlich. Das Wasser könnte ein guter Platz auch sein für uns, für unsere Emotionen. Und es geht einfach darum, dass wir auch für unser eigenes Wohlergehen sorgen dürfen. Dass wir verantwortlich für uns sind. Und es geht darum, sich sicher zu fühlen, sich bewacht oder auch beschützt zu fühlen und uns dadurch in eine größere Weite zu schwingen. Dann fragen wir ja so in der Mitte, was ist so der Weg dazu, was können wir tun, wo kommen wir dann an? Und hier haben wir die glücklichen Gedanken. Es geht ja darum, wie fühlen wir uns, was denken wir über uns, wie gehen wir mit uns selber um, denken wir schlecht über uns oder drücken wir Emotionen weg. Und mit dem Luftgeist ist es eigentlich sehr schön erklärt. Da geht es nämlich tatsächlich viel um die Gedanken, den Intellekt, die Kommunikation, das Verständnis. Da darf man nachdenken über die Situationen. Aber das Denken darf auch in eine richtige Richtung finden, in eine klarere Richtung. Und es kann sein, dass man hier so ein bisschen rumgrübelt, wie schlecht denn immer alles ist. Und hier ist das Programmieren dazu, dass man auch gute Dinge wieder erkennt. Achtsames Kommunizieren. Hier haben wir natürlich auch Urteile der anderen. Wörter, die Macht haben, die etwas mit uns machen. Und es geht darum, dass wir selber uns so auch ausdrücken, wie wir das erwarten von anderen. Weil natürlich ist beim Element Luft auch immer das, was man neu beginnt. Und der Luftgeist wacht ja auch über Freundschaften und das Positive im Leben. Also wenn man hier sehr stark in Negativität verhaftet ist, dann darf man sich hier auch im Thema mal wieder an die Reinheit erinnern. Wie waren wir, bevor wir alle geprägt wurden?
was ist dann passiert, wie fühlen wir uns jetzt damit. Und dann kommen wir hier, ich liebe eigentlich diese Legung, weil sie ist schon auch Lebenshilfe irgendwie. Dann kommen wir hier dazu, dass wir eigentlich mit Leichtigkeit über die Dinge hinwegfliegen können, auch wenn sie uns Schwierigkeiten bereiten, und dass wir eben uns dazu bewegen, dass wir mit den anderen gut auskommen und das Beste in ihnen sehen und die dann auch wieder in uns. Das, was hier liegt, ist nicht nur so ein bisschen was, das ist schon eine große Reise, die uns hier bevorsteht, eine tiefgreifende Entwicklung auch, und es ist so, dass einem selber auch große Dinge möglich werden, und natürlich hat man immer wieder die Widrigkeiten, die sich einem in den Weg stellen, aber hier ist das Bewusstsein ein ganz anderes, weil man eine andere Perspektive einnimmt und hier diese Erfahrung für sich macht. Hier geht es sehr viel darum zu gucken, wo drückt mich irdisch etwas, wo ich denke, ich komme nicht drüber weg oder ich komme da keinen Schritt weiter. Und wie viel misst man dem Ganzen bei? Ne? Das kennt ja alle, Negativspirale, man denkt nur über das nach und es verselbstständigt sich, und das haben wir hier selbst in der Hand, indem wir uns bewusst auch auf andere Dinge fokussieren, indem wir uns auch aus Dramen von anderen raushalten, und wenn wir verstehen, dass wir selber geistige Wesen sind, die unvergänglich sind. Und hier ist ein tiefgehender Wandel. Ich glaube, dass es sehr um emotionale Dinge geht und um das, wie gehe ich mit den Sachen um, die ich hier zu bewerkstelligen habe. Die Schleier lichten sich, man sieht klarer, man ist verbunden. Hier ist der Haselnussstrauch. Man hat wahrscheinlich hier auch die höhere Perspektive, weil man hinter die Fassade von irgendwas gucken kann. Und unterm Deck haben wir noch den Ginster. Wir sind Sieger. Hier wird alles Dunkle weggetrieben, das Licht ist vorhanden, Kraft und Zuversicht wachsen und etwas kommt in Bewegung, was uns ja auch so reinfühlen lässt. Ich finde die Legung sehr schön. Wenn man bedenkt, wie wir mit uns selber umgehen oder was wir alles selber auch zu uns sagen, vielleicht seid ihr da schon weiter. Ich erwische mich da oft dabei, und es geht darum, das mal wegzulassen, sich gut zu fühlen mit dem, was man hat, und da tiefer drüber nachzudenken als bisher. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.